Good morning everyone! One of you guys sent over this video, do Germans save money and invest, from Easy German 450, asking for my opinion. And since I'm working as a financial advisor for more than 6 years, I'm excited to see what people are saying. Over the last month, some of you sent other videos like a documentary about the wealth gap in Germany, that it's expanding, or the life of the super rich. If you like this video and you're interested in my opinion, let me know and we'll do more reactions, I guess. Doing YouTube for more than 3 years and never thought I'd be a reaction YouTuber, but here we are, I guess. Let's go. Heute ist ein regnerischer Tag in Berlin und für solche Tage soll man Geld zurücklegen, so heißt es zumindest im Englischen. Aber machen die Deutschen das auch? Sparen Sie Geld? Nein. Super German, ne? Nein. Gar nicht? Nein. Ich bin einfach zu verschwenderisch. Es wird wahrscheinlich ein monatlicher Betrag werden, genau. Ich glaube, die Deutschen Yeah, that's also super German, that you never say specific numbers, right? It's all very vague. sind in der Regel strukturierter, planen mehr, leben sehr viel in der Zukunft. Ja, sparen Deutsch, investieren nicht unbedingt, würde ich sagen. Heute Yeah, that's exactly what he said. Sehr viel in der Zukunft. Ja, sparen Deutsch, investieren. Saving is very German. We Germans like to save, but investing is like part of the devil. Like here, look at this statistic from the German Bundesbank, so it's pretty legit. 40% of the 7.6 trillion Germany owns, 40% of that is on savings accounts. And probably 24% is in investment funds or in stocks. We like savings. We don't like investing, apparently. Würde ich sagen. Heute geht es ums Sparen und ums Investieren. Los geht's. Spart ihr Geld? Ja, schon. Vor allem, weil ich selber arbeite. Hat es nochmal so einen anderen Wert. Sparen Sie Geld? Nein. Gar nicht? Nein. Alles Geld, was ich habe, gebe ich aus. Ein bisschen, ja. Was bedeutet denn ein bisschen? So viel wie am Monatsende noch übrig bleibt. Yeah, here's the thing. You can of course do it like that, right? You spend throughout the entire month, and then whatever's left at the end of the month, you save it. But that's not really plannable, so that's probably not gonna get you anywhere. If you wanna upgrade this to the next level, at the moment you get your salary, so at the beginning of the month, just make a savings plan to something. Pension, investment account, preparation for real estate, whatever. Because the exciting thing is that people usually have the same life, basically, if they have 200 euro more or less per month. So people don't really feel it usually if they deduct it straight at the beginning of the month, because then it's gone anyway. And it still works, surprisingly. Zurzeit ist das nicht sehr viel. Ja, haben wir uns vorhin noch drüber unterhalten. Ich lege Geld zur Seite. Ich habe mehrere Konten und dann kommt auf das eine das Geld, was reinkommt, und auf die anderen das Geld, was ich spare. That's also pretty smart. One account where the money comes in, and then you have like maybe a fun account, or you have a savings account or something. And it's not just generally a good idea to have multiple accounts. If you actually check the savings accounts currently, here, they give you like 2.11% or something, which is ridiculous. It's like 10 times as much, easily 10 times as much as a bank account. And fixed term savings accounts give you up to 4%. It's incredible. So check out the calculators on our website. The link is in the description. And split your accounts to get the most interest rate. Nicht wirklich. Also natürlich legt man so ein bisschen zurück, aber so klassischerweise sparen tun wir eigentlich nicht. Oh man, you can teach your son so much more. Ja, ich habe schon gespart. Und wie haben Sie das gemacht? Wie? Ja, immer ein bisschen was zurückgelegt, was man nicht verbrauchte, aber auch sehr genau gerechnet, was man ausgibt und was man zurückbehalten kann. Gespart, auch preisgünstig eingekauft, sagen wir mal so. Ich glaube, im Grunde ist es so ein bisschen so ein typisches deutsches Ding. Alle sparen irgendwo. Von jung an wird das einem schon eingeprägt, vom Elternhaus her auch. Ich spare aber, glaube ich, eher so für Reisen oder Dinge, die ich dann auch in den nächsten 1-2 Jahren dann angehen möchte.
gebe das Geld aus und dann fange ich dann wieder an sozusagen. This guy. You cannot judge a book by its cover, can you? I guessed immediately that this guy, button-down shirt, right, suit probably under his rainy jacket, and looks extremely German. And he's like, yes, I save exactly 33% of my income or something into this, that. Incredible. I really like the mix of people that they have in their video. 430,000 views. Holy smokes. They have with one video more than our entire channel. Holy smokes. Sozusagen, ne? Sparst du Geld? Im Moment leider nicht. Warum? Ich bin einfach zu verschwenderisch. Zu verschwenderisch? Ja, gibst immer alles aus? Ja. Wofür gibst du das Geld denn aus? Ja, privat und beruflich, also Weiterbildung und auch was man so braucht im Leben, also Essen, Kleidung. Well, at least she admits it. Bisschen. Weniger? Erzählt mir mehr. Ja. Ich denke, dass sie mehr aufs Geld guckt als ich und ja, mir das nicht so wichtig ist. Ich versuche schon jeden Monat ein bisschen was zurückzulegen. Und wie machst du das? Ich habe einen Dauerauftrag tatsächlich, wo immer direkt vom Konto was runterkommt. Und So it's like a savings plan, Dauerauftrag. You have the English subtitles also here. It's cool that they did. wo geht das dann hin? Auf ein Sparkonto. Und du, Matthias? Okay, yeah. Savings account, of course. If you guys are in a relationship as these guys, you may want to know that finances, exactly, yeah, finances is the fifth highest. Financial trouble is basically the fifth highest reason for, what's the English name of it? Divorces. So you may want to talk with your spouse about your finances every once in a while and find some common ground. Und wo geht das dann hin? Auf ein Sparkonto. Und du, Matti, sparst du was? Ich habe mein Sparkonto, da ist aber nicht so viel drauf. Das öffne ich dann irgendwann, wenn ich erwachsen bin, für Führerschein oder mal die erste Wohnung oder so. Aber sonst, Echt, ja? Sparst du jetzt schon für deine erste Wohnung? Ja, das ist dann so, kommt dann so Taschengeld und Geld von der Oma und so. Also ich spare He's more financially savvy than his dad. I like it. Auch Geld, also entweder halt versuche ich ETF-Sparpläne anzulegen mit meinen Eltern zusammen oder halt selber Geld wegpacken monatlich, aber halt auf jeden Fall nicht Sparkonto oder halt liegen lassen. Das ist ja verlorenes Geld und ja, also Geld sparen ist wichtig. So, wir sind auf dem Weg jetzt zu einem Second-Hand-Laden. Man will sowieso einfach auch noch auf umweltfreundlich und noch recyceln, also Geld sparen. Man, this guy is extremely young and he will profit from that tremendously. Look at this. If you invest 100 euros per month in all three scenarios with the historic return of the stock market of 7%, after 10 years you will have 17,000 euros. After 20 years you will have 51,000 euros. And after 30 years it's the same. You just have 10 years more than prior. You have 117,000. That's 10 times as much as you have here in 10 years. It's incredible. So do it like this guy and start early. Sie ein System, wie sie das... Oh, this is the guy that said he saves some, right? That didn't want to give a lot of information. Das Geld sparen, ist das ein monatlicher Betrag? Es wird wahrscheinlich ein monatlicher Betrag werden, genau. Also das ist ohne Plan bei mir. Das passiert, wenn dann natürlich. Und aber legst du das Geld auf ein anderes Konto oder investierst du das oder? Ich mache damit ehrlich gesagt nichts. Und so here's the thing. This guy had multiple bank accounts, right? She has just one bank account. I have one bank account too, but I don't spend it because I'm financially disciplined. If you would spend the money if it's on your account, then get a savings account. Protect yourself from yourself. You're your worst enemy here. Investierst du das oder? Ich mache damit ehrlich gesagt nichts. Und hast du da einen Prozentsatz oder machst du das nach Gefühl oder was übrig ist? Je nachdem, was über ist. Also ich habe im Grunde alles, was reinkommt. Dann habe ich ein Ausgabenkonto und der Rest kommt dann im Grunde in entweder Aktien oder aufs Sparbuch. Ja, I like it. Ich lese immer Nachrichten und bin eigentlich recht informiert und kaufe dann, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, Aktien. Also wenn eine günstige Gelegenheit da ist, dann... Also von
richtig individuellen Unternehmen. Ja. Okay. Und haben Sie das Geld auch noch anders angelegt damals oder nur aufs Sparkonto gelegt? Ja, Sparkonto meistens, teilweise auch mal ein Tagesgeld oder sowas. Aber wir waren immer für sichere Anlagen. Yeah, typical German, but to her defense, in her days, like in the 80s, 90s, early 2000s, in Germany, we still had a high interest rate. Like a lot of you guys from India, you have like 7% or something if you give it to the government. We also had like very high interest rate back in the day. So when she says she was investing in a secure savings account, it's different than if we say it that we're doing it today. Keine Aktien oder sowas? Keine Aktien, nein. Okay. Aktien, also da habe ich große Vorbehalte gegen. Aktienfonds haben wir, genau, 3 verschiedene. Und wie funktioniert das? Aktienfonds is basically mutual fund. Da kommt auch monatlich ein gewisser Betrag drauf und genau, das steigt dann oder sinkt je nach Wert und ja, aber es ist halt länger angelegt, auf jeden Fall. Okay, that's good. We just saw this, right? So take your time. Investing is a long-term game. I know what everybody says on the internet, but if you invest in the stock market, you're probably not gonna get rich tomorrow. You can lose a lot of money within a day or two, or a week or a month, but you're probably not gonna make a lot of money in a month or two. It's a long-term game. You get slowly but steadily, you accumulate more and more and more. Also ich habe Bekannte, die hatten für eine Küche gespart. Ja. Und dann waren der Aktienkurs gerade so weit runter, da hat es nur für die halbe Küche gereicht und nicht für die ganze. Oh nein, dann konnten Sie nicht so gut kochen. Naja, nicht so gut einrichten, nicht. Ich weiß nicht, was die nur noch genauer machen wollten, aber das hat nur für die halbe Küche gereicht. Yeah, that's the same. A couple of people reached out 2-3 years ago when, of course, there was nobody thought of COVID or of the war and inflation, or when COVID was kind of over, saying that they want to buy real estate in a year or 2 or 3. And what they shall do with the money, because interest rate was still at 0, so they want to do something with it. And back in the day, I told them, of course you can invest somewhere, but then it's the risk. So if you invest and in 2 or 3 years the stock market is down, which coincidentally it is, of course I can't look into the future, but it was basically inevitable. At some point the stock market always comes down a little. What do? Either you wait it out for 2 or 3 years for the kitchen, for real estate, whatever, or you get a smaller house or a smaller kitchen, what she's just said. So if you want to invest safe, get either a fixed term savings account or a savings account, and you're good. If you want to take on more risk, you can start investing. Or maybe you only invest a little bit and split it in a savings or a fixed term savings account and invest the rest. But be aware that there's risk involved with investing. Was glauben Sie, ist typisch deutsch, was das Thema Sparen betrifft? Das ist typisch, das Geld an das Kopfkissen legen. Das ist typisch deutsch, ja. Das machen immer noch viele Leute, oder? Natürlich, ja. Oder aufs Konto legen und warten, dass Verwahrungsgelder fällig werden. Wait, this video is from 8 months ago. Yeah, 8 months ago, there was basically no, let's say they shot it maybe 10 months ago, then there was no interest rate, yeah, and you had this negative interest rate, yeah, and banks were charging for it. By the way, if your bank is charging for your account too, here's a bank account in Germany calculator. Right now there's like Consorsbank that also gives like 2%, which is like really good. And you get a €50 bonus if you open the account with our calculator. So please, if you have an account that costs money every month, close it and get one of these. They're all free. And you get interest rate and you get a bonus. So super easily you can save a lot of money here already. Und sich darüber ärgern. Ja. Und glaubt ihr, dass das typisch deutsch ist, wie ihr das Ganze angeht? Bei dir wahrscheinlich schon eher, ja? Ja, es kommt drauf an. Überleg mal, für meine Großeltern ist ein ETF wahrscheinlich mega ein Risiko behaftet, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Also für die gibt es wahrscheinlich nur Immobilien und Sparkonto, ne? Ach, das ist schwer. Aber die meisten haben ja damals Sparbuch angelegt. So in unserem Alter, da war das typisch deutsch mit. Exactly what I said.
Sparbuch. Zu DDR-Zeiten gab es immer noch feste Zinsen, da war ja gar nicht dran zu rütteln. I like her. She's also from the DDR. And also her possibilities. Back in the day, like in the 80s, 90s, there wasn't a smartphone, there wasn't really internet. So it wasn't as easy as it is today that you just open an investment account or a savings account or something and start investing easily with like 100 Euros. This didn't exist back in the day. Ein Sparbuch auch noch ein richtiges kleines Büchlein, mit dem man zur Bank gegangen ist, da wird dann reingeschrieben, so viel ist drauf. I had that too, that you had like a small booklet and every 3 months or 6 months you went to the bank. And then they wrote the interest inside of this book. It's incredible. Feels like a long time ago. Ja. So viel ist drauf und so viel hat man erspart. Und die Zinsen waren immer derselbe Prozentsatz. Also halt durch diese Kriegsgeneration geprägt ist es, glaube ich, schon, dass man immer viel spart, dass man viel behalten will, viel Rücklagen haben will, wegen der Sicherheit einfach. Aber das Investieren ist ja nochmal was anderes als eine Rücklage. Also da würde ich jetzt schon mal die Grenze ziehen. Ja. Also Unterschied zwischen Sparen und Investieren. Genau. Ja. Sparen Deutsch, investieren nicht unbedingt, würde ich sagen. Yeah, that's a good summary, actually. Germans like to save. Maybe not these guys. I'm not sure where this is. Maybe Berlin or something like this. But saving is German, but investing, no. We've seen the statistic from the Bundesbank. It's, I think, pretty obvious. Ich glaube, die Deutschen sind in der Regel strukturierter, planen mehr, leben sehr viel in der Zukunft. Ich versuche gerade ein bisschen weg von der Zukunft, mehr im Hier und Jetzt Entscheidungen zu treffen, das Leben zu leben, zu genießen. Ich glaube, dass viele Jugendliche sich so ein Sparkonto eröffnen oder auch eröffnen lassen, dann früh von den Eltern, wo dann hin und wieder mal wieder was drauf überwiesen wird. Von daher glaube ich schon, dass das vielleicht typisch deutsch ist. Which is pretty cool. So if you have kids and you just save a little bit, and kids get child support, right? It's not parent support. So the child support, the Kindergeld that you're getting, is actually money for the kids. So maybe if you just take half of that and invest it somewhere or save it somewhere, this will get your kid like a huge head start in life. Du musst dich halt damit beschäftigen, ne? Du musst dich damit auseinandersetzen, wofür du das Geld ausgibst und selbst informiert sein, ne? Sonst läuft's nicht, glaube ich. Ja. Not sure if he knows exactly what he's talking about. Sein, ne? But I wish him all the best with his stocks, yeah. Hopefully he has a great return. Sonst läuft's nicht, glaube ich. Ja. Bestimmt ist es typisch, würde ich sagen. In anderen Ländern wird es bestimmt anders gehandhabt, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also wie meinst du? Glaubst du, wir sind da vorsichtiger als andere? Ja, würde ich schon sagen. Konservativer, vorsichtiger. I think in the US it's about 40 or 50% or something of the population have stocks. Here it was a couple of years ago, it was like 9%. And it's growing now, right? We just saw like 12% have stocks, so it's going in the right direction. But it's a big discrepancy, yeah. And also a lot of you guys with the SIP in India, right? A lot of people have a SIP, systematic investment plan. We here in Germany, we don't. Machst du dir Gedanken zum Thema Rente schon? Nein, Oh, pension. Now it's getting exciting. das lasse ich mal auf mich zukommen. Das ist noch so lange hin. Okay. Wer weiß, ob es unser Rentensystem bis dahin noch gibt in der Oh yeah, we either published a video already or will publish a video soon about what you will get out of the public pension. So basically, based on your salary, because your current salary determines how much you will get in the future, and there will be a video about this, and you will be surprised. You have to earn a lot of money in order to get just 2,000 euros out of the public pension. It's an incredibly inefficient system. Form. Ja, ich glaube eigentlich nicht wirklich, dass ich eine wahnsinnig große Rente bekommen werde, wenn ich alt bin. Das Rentensystem ist heutzutage so marode, dass ich nicht glaube, dass sich das trägt, bis ich alt bin. Und welche Tipps habt ihr für Leute, die gerade erst anfangen, die sich gar keine Tipps abgeben, Wie in jedem Podcast, wo es immer um das Thema geht, wir geben hier keine Tipps fürs Investieren. Welchen Podcast könnt ihr denn empfehlen? Da gibt es doch den von Trade Republic, gibt es doch den einen, der auch bei Big FM mitmacht. Da gibt es einen, dann gibt es noch den von Finanzfluss, diesen YouTuber, der ist auch cool. Ja,
sowas. Aber du weißt ja, keine Tipps. Dass niemand in die Zukunft schauen kann und deswegen zum Beispiel die Frage ist, ob irgendwelche Bankensysteme, die einem bestimmte Beratungen aussprechen, überhaupt ernst zu nehmen sind. Also man sollte vielleicht einfach sich selbst ausreichend informieren. Und genau, das reicht eigentlich schon. Yeah, not sure if it's enough, but that's certainly a good start. Yeah, get at least a little bit into it, so you know what you're getting yourself into. So starting with our videos is a good is a good start here. Ja, wir haben auch ein bisschen in Krypto investiert. Ja. Erzähl mir mehr. Bitcoins eigentlich. Ja. We have invested in Bitcoins, not him, we. Meine Tipps, also zunächst einmal würde ich mich halt selber damit auseinandersetzen und vor allem ja, einfach das Interesse daran haben und die Begeisterung und auch nur darin investieren, was man halt wirklich versteht. Also ich investiere jetzt nicht zum Beispiel in irgendeinen Krypto-Kram, den ich jetzt nicht zum Beispiel verstehen würde. Und was wichtig ist, halt langfristig dabei zu sein. Einfach langfristig was zu machen. This man, I like him. This is the guy that didn't save anything, right? The 9 guy? Besser, würde ich sagen, im Prinzip. Es gibt natürlich, also es ist heute nicht mehr so einfach. Ja? Es ist heute deutlich schwieriger als vor 30 Jahren, was ich sehr beunruhigend finde. Ich finde, da sollte die Politik auch mal was tun, dass auch junge Leute die Gelegenheit haben, sich was zusammenzusparen und dann sich eine Wohnung zu kaufen. Ja? Das ist eine gute Sache. Not sure exactly what he means by that. That it's not so easy as 30 years ago, because this was 8 months ago. This was before the inflation, was it? Probably, but whatever. Wenn Sie Ihrem jüngeren Selbst einen Tipp geben könnten, welchen Tipp würden Sie geben? Sehr schwer. Sparbuch lohnt sich nicht. Ja, aber nur eine Immobilie kaufen ist ja auch Quatsch. In Berlin ist das ja alles viel zu teuer und ich weiß auch nicht, ob das immer gut ist. Da muss man ja auch irgendwann wieder investieren. Da kommen auch wieder Sachen, ob man da nun wirklich immer so denkt, dass man so viel Geld kriegt, wie man erhofft. Das halte ich für sehr schwierig. She's good. We had a video on the German Real.estate channel about the A, B, C and D locations, right? In Berlin, Frankfurt, Munich, they're top A locations. Not sure if I would buy there, to be honest, but the B locations and the really good C locations that will become a B location eventually, I think their real estate is absolutely great. Even with the current mortgage rates. Schwierig. Also tatsächlich, mein Tipp wäre, dass man immer direkt am Monatsanfang was zurücklegt. Yes. Dass man gar nicht so in die Bedrohung kommt, dass erst der Monat angelaufen ist und vielleicht am Ende nichts mehr übrig bleibt. Und ja, dass man einfach guckt, dass man so eine Regelmäßigkeit reinbekommt. Wenn es überhaupt möglich ist. Es muss natürlich möglich sein, was sparen zu können. Da fängt es ja schon mal an. Start small. It's not like you have to save hundreds or thousands of euros every month. Start small. Start small. You can always increase it later on, but start small and get the rhythm going. Und ansonsten auch mal Geld ausgeben für schöne Sachen. Zum Beispiel? Urlaube. Oder wenn man halt irgendwas Schönes findet, dann muss man das einfach auch mal kaufen. Einfach auch mal kaufen. Genau. Also ich habe das Gefühl, die Leute könnten auch mit ihrer So, not sure about you guys, but sometimes people say their hobby is shopping, right? Like she said, like every once in a while I'll buy something, which is fine, but hobby shopping, are these people billionaires or what? Zeit ein bisschen sparen. Also es gibt immer so viel, was wir machen wollen. Die meisten sagen, der Tag hat nicht genug Stunden oder so. Das finde ich nicht so. Ich finde, man kann auch da ein bisschen gucken, dass man einfach Zeit einspart. Also so als Idee. Ja. Das ist ein super guter Punkt. Ich habe das auch schon öfter gehört, dass man Geld immer auch noch mal mehr verdienen kann. Aber mehr als 24 Stunden am Tag kriegst du nicht. Ja, genau. Richtig. Ja. Schön. Ja, sehr schön. Well, you could also make the argument and say that money buys time, right? Because with money, you can get a better health insurance and you don't need to work as much. So money does buy time in a way. Ich war heute sehr überrascht, wie viele junge Menschen sich sehr intensiv mit dem Thema Sparen und Investieren auseinandersetzen.
Wie ist es bei euch? Wie ist es in euren Ländern? Schreibt uns mal einen Kommentar dazu. I want to know that too. So write us in the comments, what do you think about this? And also, do you want to see more videos like this? And make sure to check out the YouTube channel of Easy German.